In diesem Video geht es um den Triple SMA, also einen dreifachen gleitenden Durchschnitt. Diese drei roten Linien hier werden für unterschiedliche Anzahlen von Kerzen berechnet. Wir haben hier bereits einen ersten Verkaufstrade und wir wollen uns jetzt einmal anschauen, wie man in MQL5 einen Expert Advisor programmieren kann, der in der Lage ist, diese Signale hier nicht nur auszugeben, sondern auch tatsächlich zu handeln. Um das zu tun, klicken wir im MetaTrader hier oben auf diesen kleinen Button oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler Triple SMA Standalone EA, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion gelöscht werden. Auch die zwei Kommentarzeilen hier werden entfernt. Für die Handelsfunktion nutzen wir erstmal den Include-Befehl, um die Datei trade.mqh zu importieren. Die ist Bestandteil von MQL5 und die ermöglicht uns eine Instanz von der Klasse cTrade zu erstellen, die hat den Namen Trade. Damit werden wir gleich Positionen eröffnen. Dazu brauchen wir zunächst einmal den Ask und den Bitpreis. Die liefert uns die Funktion SymbolInfo_Double für das aktuelle Symbol und den Ask-Preis bekommen wir mit Symbol_Ask. Den Bitpreis liefert uns Symbol_Bit und hier mit Normalized Double und _Digits sorgen wir dafür, dass die richtige Anzahl von Nachkommastellen für unterschiedliche Währungspaare berechnet werden. Hier hätten wir 5 Nachkommastellen und hier nur 3. Und _Digits liefert uns den jeweils richtigen Wert. Mit MQL_Rates erstellen wir uns ein Preisarray mit dem Namen Preisinfo. Das sortieren wir mittels Array Set as Series von der aktuellen Kerze an abwärts und nutzen CopyRates, um für das aktuelle Währungspaar und die auf dem Währungspaar ausgewählte Zeiteinheit unser Preisarray von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen mit Daten zu füllen. Wir erstellen uns auch eine Signalvariable, die ist vom Typ String, damit sie Textketten aufnehmen kann, weisen an der Stelle aber noch keinen Wert zu. Wir brauchen 3 Arrays für unsere 3 unterschiedlichen Moving Averages, eins für eine Berechnung auf 10, eins für eine Berechnung auf 50 und eines für eine Berechnung auf 100 Kerzen. Den Simple Moving Average können wir mit der Funktion IMA berechnen. Auch hier wieder für das aktuelle Währungspaar und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Der dritte Parameter steht für die jeweilige Anzahl der Kerzen. Mode_SMA liefert uns einen Simple Moving Average und Preis_Close steht für die Schlusskurse. Auch diese 3 Arrays werden mit Array Set as Series von der aktuellen Kerze an abwärts sortiert. Anschließend füllen wir das Array mit Preisdaten. Das macht der Befehl copy_buffer. Der füllt unser jeweiliges Array anhand der von uns getroffenen Definition für Buffer 0, also unsere erste und einzige Signallinie, von der aktuellen Kerze 0 für 10 Kerzen mit Daten. Jetzt können wir ein Kaufen-Signal ermitteln. Das hätten wir, wenn der 10er Wert für die aktuelle Kerze über dem 50er Wert liegt und der 50er Wert für die aktuelle Kerze über dem 100er Wert liegt. In dem Fall setzen wir unser Signal auf den Wert Kaufen. Dann gibt es auch noch das Verkaufen-Signal. Immer wenn der 10er Wert für die aktuelle Kerze kleiner ist als der 50er Wert und der 50er Wert für die aktuelle Kerze kleiner ist als der 100er Wert, dann hätten wir ein Verkaufen-Signal und weisen das unserer Signalvariable zu. Um eine Position zu eröffnen, prüfen wir jetzt, ob unser Signal den Wert Verkaufen hat. Und diese Funktion hier liefert uns die Anzahl der geöffneten Positionen zurück. Und wenn wir keine geöffneten Positionen haben, dann nutzen wir Trade.Sell, um 10 Microlot zu verkaufen. Andernfalls, wenn unser Signal den Wert Kaufen hat und wir keine geöffneten Positionen haben, dann nutzen wir Trade.Buy und kaufen 10 Microlot. Zum Schluss erzeugen wir noch eine Chartausgabe. Das machen wir mit dem Command-Befehl
der wird uns den Text, das aktuelle Signal ist, gefolgt von dem ermittelten Signal, direkt auf unserem Chart ausgeben. Okay, soweit war's das. Klicken wir mal auf Kompilieren hier oben oder drücken die F7-Taste. Das hat funktioniert und zwar ohne Fehler und darum klicken wir jetzt hier oder drücken F4, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader wählen wir Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Hier wählen wir jetzt die Datei Simpler Triple SMA Standalone EA aus, aktivieren hier die Visualisierung und starten unseren Test. Und hier läuft unser Expert Advisor. Wir haben ein Verkaufen-Signal, denn der 100er liegt über dem 50er und der 50er liegt über dem 10er SMA. Unser Expert Advisor zeigt hier oben unser Signal an und er eröffnet tatsächlich Positionen. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie einen Expert Advisor für 3 gleitende Durchschnitte programmieren und ihn automatisch handeln lassen können. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.